Enrico Maaßen, genannt Enno, neuer Trainer der U23. Geboren in Wismar an der Ostseeküste, 36 Jahre alt. Soweit die groben Fakten, aber wir wollen natürlich etwas mehr über ihn wissen. Ja, Enno, Trainer werden ja gerne immer so in so Schubladen gesteckt. Was würdest du denn sagen, was bist du für ein Trainertyp? Wie würdest du dich selber einordnen? Ja, ich glaube sehr ganzheitlich. Ich glaube, bei mir gibt es eine klare Struktur gegen den Ball, die sich immer mal wieder auch verändert und sich vielleicht auch so ein bisschen an dem Gegner orientiert. Und eine klare Idee im eigenen Ballbesitz. Ich mag es, viele Torchancen zu kreieren, viele Tore zu schießen, aber genauso wichtig sind mir auch Standardsituationen, da in der Offensive eine gewisse Kreativität zu haben und auch in der Defensive eine gute Stabilität. Deswegen glaube ich insgesamt sehr ganzheitlich. Es gibt ja den einen oder anderen Trainer, der vielleicht mehr Wert auf das Umschaltspiel legt. Das war in meiner ersten Station sicherlich auch so, wo man sagt, okay, da ist man vielleicht von der Kaderqualität als Aufsteiger dann auch nicht im oberen Bereich. Da muss man halt gucken, okay, was passt zur Mannschaft. Dann legst du halt ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf die Defensive und eben dann aufs Umschaltspiel. Ich glaube, wir haben jetzt hier eine sehr talentierte, gute Mannschaft und deswegen sehr ganzheitlich. Und von der Ansprache her, was würdest du da sagen? Wie gehst du an die Jungs ran? Grundsätzlich bin ich, glaube ich, jemand, der sehr ruhig ist, der auch nah dran ist, dem es wichtig ist, eine gute Atmosphäre in der Mannschaft zu haben. Keine Wohlfühlatmosphäre, aber eine Atmosphäre, wo jeder gerne zum Training kommt, wo jeder auch weiß, okay, da gibt es eine gewisse Transparenz auch, dass man weiß, okay, woran bin ich. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Ein Übungsleiter mit eigenem Stil und vielen Facetten. Anregungen in Sachen Coaching holt er sich aus den unterschiedlichsten Richtungen, aber gerne mit schwarz-gelber Prägung. In einem anderen Interview hast du gesagt, was deine Vorbilder angeht, Jürgen Klopp auf der einen Seite und Lucien Favre. Was schätzt du an den beiden? Ja, das war ein Interview, glaube ich, nachdem ich mein erstes Trainerjahr beendet habe. Damals war Lucien Favre noch Trainer in Gladbach und Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Das sind natürlich völlig unterschiedliche Typen. Es ging dort eher auch um die Spielart. Ich glaube, dass die Organisation in dem Spiel von Lucien Favre damals für mich sehr interessant war. Und beim Jürgen Klopp war das natürlich die Art und Weise auch, wie er das lebt, wie er die Massen mitreißt und wie aggressiv er Fußball spielen lässt. Eben auch sehr interessant. Also es war total konträr, aber beides hat sicherlich was für sich. Und das Interessante ist ja, Lucien Favre kannst du hier aus nächster Nähe beobachten. Wie sehr freust du dich schon auf den Austausch mit ihm? Ja, ich freue mich sehr auch auf den Austausch mit Lucien. Natürlich erstmal habe ich meine Mannschaft und ich möchte erstmal, dass wir gut zueinander finden. Aber ich freue mich natürlich, da Eindrücke auch sammeln zu können, Lucien und sein Team auch kennenzulernen. Und ich denke, das wird eine schöne, interessante und hoffentlich erfolgreiche Zeit. Der Werdegang des Nordlichts ist beeindruckend. Mit 30 Trainer geworden, Drochtersen-Assel direkt in die Regionalliga geführt und den Verein fest in Deutschlands 4. Spielklasse etabliert. Dann der Wechsel in die Regionalliga West zum SV Rödinghausen. Dort hat Maaßen in 2 Jahren eine absolute Spitzenmannschaft geformt. Als die vergangene Saison wegen Corona abgebrochen wird, stehen die Ostwestfalen souverän auf Platz 1. Du warst unglaublich erfolgreich bei deinen bisherigen Stationen, besonders in Rödinghausen. Was hat dich jetzt zu dem Schritt zum BVB bewogen? Was reizt dich an dieser Aufgabe besonders? Ja, erstmal ist es natürlich ein riesiger Club. Das alleine reizt schon. Dann denke ich, wird es etwas geben, was ich in der Form noch nicht hatte, mit vielen hochtalentierten Spielern zu arbeiten. Das ist etwas, was mich sehr reizt. Ich glaube, dass es sehr, sehr viel Know-how im Umfeld gibt und herausragende Strukturen. Und das waren wirklich die Beweggründe, warum ich diesen Schritt gegangen bin. Dazu eben dann auch wirklich sehr gute Gespräche mit Lars Ricken und auch mit Ingo Preuß, die mich dazu bewogen haben, dass ich gleich für mich gesagt habe, das möchtest du machen und das ist ein richtig guter nächster Schritt. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich hier bin. Du arbeitest ja jetzt schon ein paar Tage mit den Jungs zusammen. Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft? Ja, ich glaube, dass es erstmal Jungs sind, die total willig sind, die sehr gut zuhören, die alles aufsaugen. Das ist ein bisschen was anderes als in Rödinghausen, wo ich ein paar gestandene Jungs auch dabei hatte. Wir haben ein großes Potenzial,
Und jetzt geht es darum, aus diesem großen Potenzial auch eine richtig gute Qualität herzustellen. Und ich glaube, das Wichtigste, und das ist das, was ich auch der Mannschaft zu Beginn gesagt habe, ist es, dass wir eine Mannschaft werden, dass wir uns natürlich jetzt in der Vorbereitung technisch, taktisch und physisch auf ein Top-Niveau bringen. Aber noch wichtiger ist es, dass wir es schaffen, eine Atmosphäre zu entwickeln oder herzustellen, dass wir ein Team werden, dass der eine dem anderen etwas gönnt. Ich glaube, das ist so der Schlüssel in einer U23, wo du viele großartige Talente hast. Und dann geht es darum, über die Saison eine zu bleiben. Und das habe ich den Jungs so gesagt. Und das ist etwas, was für uns sehr, sehr entscheidend sein wird. Los geht's in einem Monat, am 5.9. auswärts bei Alemannia Aachen. Zeit genug für den neuen Mann, seine Jungs kennenzulernen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal einiges über ihn.